Hallo, herzlich willkommen zu einer Live-Session, wo es heute um das Thema dynamische Effekte geht. Und zwar reden wir heute über Booster, Overdrive, Distortion und Fuzz-Effekte. Also alles Effekte, die einen direkten Einfluss auf unser Gitarrensignal nehmen, bevor es in den Gitarrenverstärker geht. So, ich habe hier einen Stream-Zustand orange. Das bedeutet, vielleicht ist die Leitung heute nicht so gut. Frames encoded. Es sieht im Moment okay aus. Vielleicht könnt ihr mir Feedback geben. Ich gehe jetzt mal in den Live-Chat hinein. Hallo an alle, die live dabei sind. Hallöchen. Super. Hallo zusammen. Also Bild und Ton ist okay. Super, ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu große Latenzen. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Karl-Heinz, Jürgen. Grüße euch ganz, ganz herzlich. So, heute gibt es sehr, sehr viel zum Hören. Und deswegen brauche ich dann auch eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass alles einwandfrei läuft von Bild und Ton. Auch wenn der Stream-Zustand hier mir in Orange angezeigt wird. Ich gehe mal hier ein bisschen auf eine höhere Auflösung. Naja, sieht eigentlich ganz gut aus. Super. Hallo Manu, grüß dich. Also, so ihr Lieben, heute geht es um ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ich denke, das wird ja nicht nur interessant, sondern auch, ich versuche es ein bisschen umfassender zu bearbeiten, umfassend in der Form, dass du ja dir die Zeit nehmen solltest. Das wird ein längeres Video heute und ich werde euch ich habe extra überhaupt nicht mehr groß recherchiert zu dem Thema, sondern ich zeige euch jetzt und führe euch meine Erfahrung vor aus ja, fast 40 Jahren des Spielens mit Effektgeräten. Mein erstes Distortion Pedal oder Overdrive Pedal wurde handgefertigt von meinem Gitarrenlehrer. Es war also eine Kopie eines Tube Screamers. Ne? Warum wohl gerade ein Tube Screamer? Und das ist schon sehr, sehr interessant. Ne? Die ganzen Beispiele, die ich heute zeige, spiele ich größtenteils mit der Variax, werde aber für ein, zwei Soundbeispiele auch eine Single Coil oder P90 Gitarre und eine mit Humbucker hier verwenden. Hier haben wir Single Coils drin und vielleicht schalte ich auch mal auf die Modelle in der Variax um. Und die Beispiele zeige ich euch alle mit dem Helix und ich bleibe bei den, wie ich glaube, wichtigsten Pedals und bei den Amps, die die Rockgeschichte geprägt haben. Warum? Das erkläre ich dann, wenn es soweit ist. So, jetzt gehen wir mal hier in den Helix rein und schauen uns hier die Software an. So, hier in der Softwareansicht, so klingt das. Ich bin jetzt nicht allzu laut, aber ich denke, man kann mich gut hören. Das ist der erste Amp, den ich euch mal kurz zeigen werde, aber bevor ich jetzt mit dem Amp und den Pedals, ihr seht oben in der Effektkette, wenn ihr hier verfolgt, seht ihr Dist, 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 Dist. Das sind alles die Overdrive, Distortion, Fuzz Pedals. Ich habe hier einige schon mal vor den Amp geklickt, sodass ich dann euch einige Beispiele zeigen kann. Ich habe hier ganz vorne noch einen Kompressor, der auch einen entscheidenden Einfluss nehmen kann auf den Gitarrensound. Und ein bisschen Hall, nicht allzu viel. So, das ist die Effektkette, die Modulationseffekte hier unten, die sind alle aus. Sonst ist nichts an, kein EQ, der ist auch aus, nur der Verstärker. Für die Soundbeispiele nehme ich die absoluten Klassiker, was Verstärker angeht. Warum, erkläre ich gleich. Und zwar einen Tweed Blues, einen Plexi Marshall, einen Fender Deluxe, einen Vox AC30 und von der neuesten Fraktion einen Friedman Amp,
den ich ja auch außergewöhnlich vom Sound her für außergewöhnlich halte. Und jetzt reden wir mal kurz über das Thema Effekte und gehen hier in, wenn man jetzt eingibt, lasst euch mal überraschen, was dann da kommt, wenn man hier eingibt, Overdrive Pedals. Ich klicke mich mal hier noch hinzu, unten, dass ihr mich sehen könnt. Und ich gehe jetzt nicht in die Historie der ganzen Pedale ein, das kann man alles nachlesen. Wenn man 10 Jahre Zeit hat, kommt man vielleicht irgendwann dann durch. Und man findet dann immer wieder so Best Overdrive Pedals, The Ultimate, Reviews und so weiter. Aber über was ich reden will, ist, was hat das denn mit diesen Overdrive-Pedalen an sich? Und zwar, hauptsächlich ist es so, dass die ersten Verstärker, die gebaut wurden, die ersten Röhrenamps, überhaupt keine Verzerrung hatten. Also die ersten Amps, wenn man die voll aufgedreht hat, haben sie so einen leichten Overdrive bekommen. Und erst als die Marshall-Amps auf den Markt kamen mit Vorstufenverzerrung, ist das Ganze dann explodiert sozusagen. Trotzdem wollten die Gitarristen auch ihre Fender, ihre Lieblingsamps, ihre Lieblingsverstärker auch ein bisschen anzerren sozusagen. Und dann wurden die ersten Signalverstärker entwickelt für die Gitarre. Also die ersten Geschichten waren eher Booster, ja, dass man das Signal der Gitarre laut machte und dann hat man den Eingang des Gitarrenverstärkers übersteuert. Dann kamen die Fuzz-Effekte hinzu. Das war eine sehr gezackte Amplitude, wenn man das nachmisst, und entsprechend klingen die auch sehr rau. Dann kamen die Overdrive-Pedale, die auch das Signal nochmal verstärkt haben, dem Amp noch mehr Input gegeben haben, den Klang nicht so stark verfärbt haben. Und dann kamen die Distortion-Pedale. Die Distortion-Pedale, die haben das Signal schon vor der Vorstufe verzerrt und haben dieses Signal dann in den Verstärker geschickt. So mal so als kurzen Referenzüberblick. Okay. Wenn man jetzt dann da reingeht und guckt und eingibt Best Overdrive Pedals, dann wird man etwas bemerken, nämlich man wird erschlagen von der Auswahl an Effekten, die es da gibt. Und irgendwann irgendwann ist man da auch the best Overdrive Pedals for Blues, und dann entdeckt man, es gibt Jahrhunderte, es gibt Tausende Kopien von der Kopie der Kopie. Und letztendlich, was sind denn so die absoluten Klassiker? Und das ist bei den Verstärkern wie bei diesen Pedalen genauso. Es sind ein paar Klassiker draußen und die werden immer wieder mit einer neuen Klangfarbe auf den Markt gebracht. Und so ist es bei den Verstärkern. Wir haben die Klassiker von Fender, von Marshall und Vox. Und diese drei wurden immer wieder, es gibt natürlich noch ein paar Klassiker wie den Roland Jazz Chorus, ein fantastischer Clean Amp, oder die Mesa Boogie Amps, die auch einen ganz eigenen Sound haben, oder Hiwatt Amps aus England, die zum Beispiel Gilmour spielt. Und ja, letztendlich, alle anderen Amps sind eine Tuning-Variante dieser Klassiker. Wir gucken uns die Klassiker heute an mit den klassischen Pedalen. Okay? Und im Grünen, im Overdrive-Bereich ist hier dieses Pedal nicht wegzudenken. Also wir haben hier, ich habe hier mal einige Webseiten aufgemacht und zeige euch jetzt mal schnell so ein paar Klassiker, bevor ich in die Soundbeispiele reingehe. Das ist der Boss Super Overdrive, ein absoluter Klassiker. Hier gibt es auch gute Beispiele, die man sich anhören kann. Dann natürlich die Vergleiche immer wieder mit dem anderen Klassiker hier, dem Ibanez Tube Screamer. Das ist ein Gerät, was unfassbar viele Aufnahmen geprägt hat. Warum, hören wir uns auch gleich an. Und dann hier von Electro Harmonix, auch eine der ersten Firmen, sehr berühmt schon in den 70ern mit Effektpedalen. Dann wieder ein Boss-Gerät, das OS2.
Also das sind OD3, das sind die Klassiker, die sollte man auf jeden Fall einmal, zumindest mal den hier, in guter Qualität, diesen Klassiker, vor einen guten Röhrenamp hängen und mal ausprobieren, wie dieses Effektteil klingt. Ich habe mir selbst die Freude gemacht, einmal in meinem Leben ich habe wirklich innerhalb von 3 Jahren 200 Overdrive-Pedale getestet. Das ist über 10 Jahre her. Unter anderem auch einen Klon, diesen ganz berühmten Klon Centaur, und von OCD, Obsessive Compulsive Drive Overdrives, bis zu dem Red Pedal, bis zu den ganzen Boss-Tretern und getunte von Keeley Electronics. Alles, was der Markt herkam. Ich habe mir die gekauft, habe sie getestet, um einfach das Wissen mir anzueignen, und habe sie dann wieder auf eBay an den Mann gebracht. So. Und heute fahre ich diese Pedale in Softwareversion hier im Helix in einer atemberaubenden Qualität und völlig ausreichend für, würde ich jetzt sagen, für fast 100% der Fälle. Also live sowieso und für Aufnahmen auch. Klingt jetzt ein Original Ibanez Tube Screamer aus den 70ern schöner und besser wie der geklonte hier drin? Ja, kann man schon sagen. Ne? Den vor einem richtig guten Marshall oder einem Fender Blackface oder Deluxe, das ist schon eine Wonne, das dann zu spielen. Aber wir haben hier sehr ansprechend klingende Simulationen und werden uns das Ganze gleich anhören. Okay, so gehen wir wieder auf die Overdrives hier. Und der grüne ist das absolute Kultpedal. Das wird auch das erste sein, was wir uns gleich anhören. Ein weiteres kultiges Pedal ist das Red Pedal. Der kam in den 80ern raus und hat sehr viele fette Distortion Sounds in den 80ern geprägt. Ein Kultpedal der letzten 10 Jahre ist von Fulltone, der Obsessive Compulsive Drive hier. Und was sehen noch meine Augen hier? Ja, immer wieder der grüne, auch in günstigeren Varianten von anderen Firmen. Da ist er nochmal, der alte Klassiker. Und wie so etwas klingt, das hören wir uns jetzt mal an. Okay, ich habe hier in dem Beispiel einen Tweed Amp, einen ganz alten, den kannst du hier sehen, Tweed Blues, auf dem leicht angecrunchten Kanal, wobei ich jetzt den Drive hier, also die Verzerrung, so weit runter fahre, dass der Sound im Grunde genommen clean ist. Gypsy woman, tell my mama, before I was born, got a boy, come. Okay, und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir an diesen alten Amp, so, cheers, einige Klassiker ausprobieren. Hier den TS-808, da ist er, der alte aus den 70ern. Tube Screamer. Okay, ohne. Ich bin hinten auf dem Single Coil, ganz normal auf der Gitarre. Und jetzt kickt man den Tube Screamer rein. So, was man hört, ist der Klang. Der wird einfach dicker. Das Signal wird geboostet. Ich bin hier im Gain, also im Verzerrbereich, ganz nieder. Ganz unten, und habe den Level ein bisschen angehoben. Das bedeutet, ich booste das Signal und schiebe mehr Leistung in den Input des Verstärkers. Und ich habe also diesen klassischen alten sehr transparenten Blues-Sound, wie man ihn von den alten Scheiben her kannte. Wenn ich jetzt hier hochgehe und hier ein bisschen runter, dann kriege ich ein bisschen mehr Overdrive, also ein bisschen mehr Verzerrung rein. Und das Verblüffende ist die Dynamik. Ne? Ist immer noch da. Ja. Und wenn du jetzt, ne?
jetzt noch ein bisschen hier und gebe dem Eingang, komprimiere das Signal noch ein bisschen. Und dann bin auf der vorderen Zwischenposition, die Position 4. Kann jetzt hier noch ein bisschen runtergehen. Und habe hier einen super klaren Sound. Jetzt den ausschalte, das ist der Amp. Und dann mit dem Tube Screamer. Wir bleiben jetzt beim Tube Screamer und gucken uns den Effekt an vor einem anderen Amp. Das war jetzt der Sound vor dem Tweed Amp. Jetzt gehen wir auf den Deluxe. Hier habe ich den Vibrato-Kanal des Deluxe Reverbs. Hier siehst du den Amp nochmal. Das sind die Einstellungen, die ich verwende. Nach Geschmack. Ne? Die Lautstärke. Ganz ähnlich wie der Preset vorhin. Nochmal reinhören. Was man hier hört jetzt bei dem Amp, er klingt ein bisschen voller. Er hat hier einen 1,12 Lautsprecher, einen 12 Zoll Lautsprecher oder zwei 12 Zoll Lautsprecher habe ich hier genommen. Und bei dem Tweed haben wir, was haben wir hier? Wir haben einen 410er, also 10 Zoll Lautsprecher. Das ist der Bassman, ne, mit 4 10 Zoll Lautsprechern. Das ist im Grunde genommen der Stevie Ray Vaughan Amp. Ne? Wenn wir jetzt hier auf die Mittelposition gehen. Vorne noch ein bisschen was dazu. Und dann gehen wir auf den Deluxe und hören uns jetzt an, so klingt der Amp. Wärmer, ein bisschen voller, ein bisschen voluminöser. Ja, hat hier auch noch beim Master noch schöne Reserven. Und schalten jetzt hier, was haben wir hier? Den Minotaur. Okay, ne, ich will hier, den brauche ich jetzt nicht, den kicke ich mal raus hier. So, ziehe den vor und kicke hier meinen Tube Screamer rein. Okay, so, Distortion, Screamer. Und auch hier bleiben wir erstmal in denselben Einstellungen etwa wie vorhin. Jawohl. Und wie klingt es mit und wie klingt es ohne? Mit dem Fender Deluxe. Wow. Hier ein bisschen runter. Und mal ein bisschen mehr geben. Sehr dynamisch der Amp mit. Wahnsinns fetter, bluesiger, cremiger Sound, der es richtig fetzig spielen lässt. Hier nochmal runter, so à la Stevie eingestellt. Das war so seine Einstellung. Hört auch wunderbar zum Beispiel jetzt den Front Pickup und dann hinten
ein bisschen mehr Drive. Klingt fantastisch vor der Tube Screamer. Vor dem Tweed. Vor dem Blackface immer jetzt, vor dem Deluxe. Deluxe Amp, Vibroverb. So, jetzt schnappen wir uns den Plexi Marshall. Und jetzt kommen wir in den Bereich der Amps, die schon von sich aus ein bisschen mehr Druck und Verzerrung haben. Wir hören uns den Verstärker jetzt einfach mal. Gebt dem noch ein bisschen Fett hier. Und der Marshall etwa in der Mitte vom Gain hier bei 4,9. Klingt schon sehr, sehr cool. Vergleichen wir es nochmal mit dem Deluxe. Deluxe ohne. Schön druckvoll. Marshall Plexi. Man hört schon dieses Grollen des Marshalls. Und du kannst dir jetzt wahrscheinlich schon vorstellen, was passiert, wenn auf dieses Grollen des Marshalls ich bin mit Single Coils unterwegs. Ich gehe mal auf Humbucker her. Was jetzt passiert, wenn der Tube Screamer dazukommt? Okay, let's try it. Hinterer Pickup, Bridge Pickup. Achtung. Die Vorstufe des Marshalls wird angezerrt, angesteuert. Und der Sound ist einfach genial. Ich gebe noch ein paar Höhen rein. Ich hab Gänsehaut. There she stood, the street, smiling from her head to her feet. Ein Hochgenuss. Allein schon bei dem Sound kannst du dir vorstellen, wie verdammt geil der Ibanez Tube Screamer ist. Nochmal ohne. Ja, hör mal rein. Mit. Also ist ein Gänsehaut-Sound, absolut auch perfekt für jede Form von Rock aus den 70ern, ne? Von Deep Purple bis zu AC/DC und allem drum und dran kannst du das wunderbar hier verwenden. Einer der göttlichsten Amps und das merkst du auch, wie der auf Pedals reagiert. Ne? Und so, einen habe ich noch, einen Klassiker. Vox AC30. Grundsound, könnte man jetzt sagen, ja, ist ja nichts Besonderes. Ein bisschen dünner wie der Marshall. Der Vox ist so ein Zwitter, er ist ein bisschen zwischen Fender und hat ein bisschen den Dreck vom Marshall. Da geben wir noch ein bisschen Drive hier. Und wir sind hier auf dem Vox AC30, hier ist er. Mit der 212er, passenden 212er Box. Und was passiert, wenn wir den Tube Screamer hinzuschalten? Interessant, wir haben ein bisschen den Rotz, ich muss es einfach so sagen, den Druck des Marshalls. Aber wir haben
Wir haben auch dieses Singen, dieses interessante Höhenverhältnis des Fender Amps. Also es ist ein sehr interessanter Amp. Ja. Und natürlich, wenn ich den jetzt richtig ankitzel, weniger gehen. Und im Amp, ich gebe ihm hier noch ein bisschen vorne. Und dann habe ich diesen. Der Rest ist dann eine Einstellungssache hier noch bei der Präsenz, bei den Bässen. Will ich da noch ein bisschen mehr Leben rein? Oder hier mehr. Hier den Cut noch ein bisschen runter. Super geil, der AC30 auch hier mal zu hören, wie der mit dem Tube Screamer klingt. Abspeichern die Settings. Und dann last but not least hören wir uns einen modernen Vertreter an, den Friedman. Und das ist, ja, da unten ist er, ne? Blackadder heißt der hier. Dirty. Ich habe den Crunch Channel genommen und holy shit, ist das ein Amp. Ne? Und ihr hört jetzt schon, ich gebe ihm noch ein bisschen Treble, ihr hört jetzt schon dieses Marschallgrollen. Aber oben raus auch ein bisschen was von dem, ein bisschen mehr oben raus. Und jetzt hier den Tube Screamer dazu. Achtung. Let's do it. So, jetzt muss man noch natürlich Frequenzen anpassen, weil dieser Amp hat unfassbar viele Möglichkeiten hier, was das Frequenzspektrum angeht, und dann natürlich noch die Boxen. Und jetzt gleich mal ein wichtiger Punkt vorneweg. Alles, was du an Soundbeispielen hörst, ist natürlich sehr abhängig von dem Input, von der Gitarre, die den Amp anschiebt. Das bedeutet, wenn du jetzt erwartest, dass einer eine Strat spielt zum Beispiel und es sollte jetzt genauso klingen wie bei dir, das wird nicht der Fall sein, weil jede Fender-Gitarre, jede Gitarre an für sich ein bisschen unterschiedlich klingt. Das kommt dann auf die Tonabnehmer an, es kommt auf die Saiten an, es kommt auf das Plektrum an, das verwendet wird. Also sehe das nur so als Input für dich, mit diesen Pedalen mal zu beginnen zu testen, hinzuhören, wie ein Klassiker wie der Ibanez Tube Screamer auf die bestimmten Verstärker Einfluss nimmt auf den Sound. Und dann findest du unglaublich viele Klangnuancen. Ja? So, Fragen. Ich gehe nachher auf eure Fragen ein. Ich liebe diesen britischen Klang. Ich liebe ihn auch. Mein Lieblingsamp für den angezerrten Bereich ist der Marshall, der Plexi, auch der Friedman ist tierisch. Ich gebe ihm mal noch ein bisschen Leistung hier. Ja. Der Friedman ist eine absolute Gänsehaut-Sound, wenn du in den Solo-Bereich gehst. Da ist einfach alles. Mann, klingt der geil.
Hört mal auf dieses Monster, das ist der Friedman. Und ich spiele mit Single Coils. Und dann, wenn ich jetzt einfach nur die Lautstärke der Gitarre zurückdrehe ein bisschen und sanft spiele, dann habe ich diese unfassbare Dynamik. Ich mache den Tube Screamer weg. Ich liebe es. Ja, den Amp nur zu hören und dann den Tube Screamer hinzuzukicken. Also das waren jetzt die Beispiele. Das waren die Beispiele mit den Amps und dem Tube Screamer. Also ich hoffe, ihr seht es auch. Das ist einfach ein unfassbarer Hochgenuss für mich, den Tube Screamer zu spielen. Es ist auch von den 200 Pedals, die ich getestet habe, doch irgendwie in meinem Herzen mein Lieblingspedal. Er gibt so schöne Frequenzen beim Solospiel. Er macht so einen herrlichen Druck. Es ist ein Monster. Also, das war der Tube Screamer, okay? So, jetzt machen wir ein paar Beispiele mit den anderen Pedals, damit ihr da den Unterschied hört. Ich gehe jetzt wieder auf den Clean Sound. Ich bleibe jetzt bei 3 Verstärkern. Ich bleibe beim Fender, beim Deluxe, beim Plexi und beim AC30, okay? Und jetzt zeige ich euch einige absolute Klassiker. Na, wir gehen jetzt ein bisschen weg vom Tube Screamer. Wir sind beim Deluxe. Der Amp klingt so. Alles klar, ne? Und hier ein Klassiker, der sich in den letzten 10 Jahren auf dem Markt sehr populär gemacht hat. Der Compulsive OCD, Obsessive Compulsive Drive. Das kann man auch immer wunderbar nachrecherchieren, wenn man dann hier reingeht und dann eingibt zum Beispiel OCD Pedal. Okay, und dann seht ihr schon, das ist dieses Pedal hier von Full Tone. Das hören wir uns jetzt mal an. Okay, let's have a listen. Das ist der Amp. Was passiert, wenn wir es einschalten? Der Sound wird, hier kann man Folgendes einstellen. Man kann einen Low Peak einstellen, einen High Peak, sodass das Gerät dann im Ausklingen nach oben sich öffnet oder nach unten mehr gibt. Ne? Dann haben wir hier Gain, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. So, das ist jetzt ein Pedal, was sehr gut klingt mit Humbucker. Oh, hier, ich gehe hier noch ein bisschen im Level runter. Und da erzeugt es einen ziemlichen Druck. Okay, aber es klingt völlig anders wie der Tube Screamer vor dem Fender Amp. Passt es vor den Fender Amp? Schauen wir mal, wie es klingt, wenn ich es vor den Plexi hänge. Es kann jetzt durchaus ein bisschen anders klingen, okay? So, hier, den Tube Screamer haben wir durch. Also, jetzt schnappen wir uns einfach die Position. Das ist der Plexi, der Marshall, Grundsound. Und wir gehen jetzt hier auf den Compulsive Drive.
Machen da nur so eine Gleichschaltung und jetzt hören wir mal rein. Ohne, mit. Den Ton muss man immer einstellen. So, ohne, mit. Das war noch ein bisschen Level. Es ist ein moderner Sound. Wo es sehr schön klingt. Er singt sehr schön im Solo-Bereich. Ohne. Beispiel. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe den Marshall und spiele dann das Intro von Rebel Yell mit diesem Sound. Und er ist sehr dynamisch, wenn ich das jetzt zupfe. Und es ist fast genau der Sound. Ein bisschen Delay drauf und dann wie klingt denn das ohne, wenn ich das spiele? Hören wir mal rein. Und jetzt mit. Also es ist ein sehr, sehr moderner, fett klingender Overdrive, der super klingt vor Marshalls, wie wir gerade gehört haben. Und was passiert vor einem AC30? Das ist durchaus interessant. Hier den Tube Screamer setzen wir jetzt. Hören wir nochmal den Tube Screamer an, nur kurz. Also ohne AC30. Mit Tube Screamer. Und jetzt mal mit dem Compulsive Drive. Okay, hier die Grundsettings, die muss man dann ein bisschen anpassen. So, hier ist jetzt ein Sound, da muss ich wirklich hier weit runter gehen. Würde ich jetzt sagen, der passt nicht unbedingt vor den AC30. Ne? Doesn't work, akzeptieren wir einfach. Gehen wir auf einen nächsten Mega-Klassiker, gehen jetzt wieder auf den Deluxe und schnappen uns hier vorne den Minotaur. Das ist dieses Teil hier. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und ich zeige euch das auch jetzt noch kurz hier. Und zwar, das ist der Klon Centaur oder wie das Ding heißt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig geschrieben. Ja, sieht gut aus. Und das war dieses Gerät hier. Innen drin kann man hier auch sehen, der geniale Bauer hat da nicht viel reingemacht in das Teil. Ne? Und hat dann das Board hier auch noch mit Epoxidharz überklebt, dass man gar nicht erkennen kann, was er gemacht hat. Okay, sein gegönnt. Das Teil wird nicht mehr gebaut, es wird zu astronomischen Preisen verkauft. Ich habe mir vor 10 Jahren, ich habe zufällig damals eines ersteigert für, weiß nicht mehr, 400-500 Dollar und habe es dann für fast einen doppelten Preis verkauft, nachdem ich es getestet habe. Jetzt wird es interessant. Das ist das heiß begehrteste Overdrive-Pedal ja, überhaupt. Mein Hals kratzt ein bisschen, die Luft ist halt trocken. Ne? Mal hören, wie das Teil klingt und was es macht. Kann durchaus interessant sein jetzt. Also ohne. Die Settings sind hier Gain fast in der Mitte, Ton in der Mitte und Level ein bisschen drüber. Okay, schalten wir ab. Wir haben unseren Deluxe. Nochmal.
ist nicht ganz so die Hendrix-Ecke, aber es ist ein herrlicher Overdrive. Lass mal gucken. Was macht er denn mit meinem Sound? Boah, er dickt ihn so schön an. Ich gehe mal auf die Les Paul. Ohne. Es ist mehr ein Booster wie ein echter Verzerrer und er hat einen fantastischen Ton. Was passiert denn, wenn ich hier voll aufreiße? Du kannst den Centaur hier auch überhaupt nicht schlecht klingen lassen. Deswegen ist er auch so beliebt. Zum Beispiel jetzt mit den Höhen voll aufgedreht, ein bisschen Delay drauf und dem Fender, hast du fast diesen Gilmour-mäßigen Sound. Super schön. Den kriegst du nicht schlecht zu klingen. Ich drehe ihn mal komplett runter, den Ton. Okay, hier ist es jetzt dumpf. Gehen wir noch ein bisschen mehr. Also etwa. Ja, er braucht schon ein bisschen Ton hier. Ne? Aber man kann ihn voll aufdrehen, man kann ihn hier voll aufreißen und er wird jetzt nicht böse. Dann Level noch ein bisschen runter. Oh, herrlich. Sehr, sehr schöner Sound. Okay, der Centaur hat die Qualitäten, auch mit den 3 Reglern. Ne? Man kann ja wohl erkennen, was das Vorbild war. Ne? Hören wir mal nochmal, wie der Tube Screamer klingt. Und dann unseren, ja? Also ein bisschen milder wie der Tube Screamer. Aber hört mal bitte, hör jetzt auf die Frequenzen. Tube Screamer. Der Tube Screamer ist immer noch mein Liebling. Er hat was Magisches. Ne? Aber der hier, der kann vor den richtigen Amp. Und jetzt schauen wir mal, wie der klingt vor dem Marshall. Gehen wir mal auf den Plexi. Holen uns hier nochmal den Tube Screamer. Also der Plexi ohne nix. Tube Screamer. Und wie klingt der Minotaur? So geil. So geil. Nochmal der Tube Screamer. Ja, okay, hier ist der Pegel hochgesprungen. Ich muss es direkt so einstellen, damit man es vergleichen kann. Und jetzt der Minotaur. Diese beiden, der Klon, Centaur und der Ibanez Tube Screamer, sind wahrscheinlich die 2 besten Overdrive-Pedale. Aber einen hören wir uns noch an. Und zwar den absoluten Klassiker. Hier, das ist, ich muss noch mal gucken, damit ich keine Fehler mache. Ich habe hier eine Tabelle, die ich euch zur Verfügung stelle, ein PDF, um daraus zu finden, was ich hier verwende. Ich brauche jetzt hier, ich will den Boss Overdrive euch noch zeigen. Ne? Den SD1, glaube ich. Ne? Ist das Original? Boss, ja, nehmen wir mal den SD1. Hier steht Overdrive und dann schnappen wir uns den mal. Mono. Und zwar Stupor heißt der. Das ist der hier. Schauen wir mal, wie der klingt. Machen die gleichen Settings. Boom.
Boom, boom. Oh, in etwa, ne? Und mal gucken. Boss SD1, der dritte Geheimtipp. Ah, ich habe schon wieder Gänsehaut. Ne? Mann, ist der Marshall geil. Ich liebe ihn einfach. Ne? Okay, nochmal. Hier der Plexi. 45 Watt Plexi. Das ist der göttlichste M, glaube ich, der je gebaut wurde. Und dann hier unseren ohne. Und dann mit dem SD1 Boss. Holy shit! Hört ihr das? Ja, ich will jetzt, ich gebe noch ein bisschen und dann habe ich diesen geilen Gary Moore Sound. Er hat übrigens den Tube Screamer und diesen Overdrive als Verwendung. Geil. Klon, Centaur, Ibanez Tube Screamer und SD1 Boss. Meine Favorites. Das waren die Overdrives. Ich bleibe jetzt auf dem Marshall, weil er gibt uns den besten Eindruck, was die Pedals angeht, sodass ich dir dann jetzt Fuzz zeige, Boost und Distortion am Ende. Okay? Kinky Boost. Was ist denn der Kinky Boost hier? Also mal kurz nachlesen. Das ist der Exotic EP Booster, ein Highlight der letzten Jahre. Ich hole mir den mal kurz, Exotic Booster, um euch den mal zu zeigen. Das ist er. Schauen wir uns den mal an. Guckt mal hier. So, das ist dieser kleine hier, der Exotic EP Booster. Nun, allein dieses Gerät liegt schon irgendwo bei 150 Euro. Wahnsinn. Und mal hören, wie der tut, was der eigentlich macht. Das ist ja interessant, oder? So, gehen wir hier drauf. Wir haben ihn aktiviert. Ohne, der Marshall ohne. Holy crap. Okay, wichtig ist beim Booster, Signal wird lauter und sollte es eben anfetten, sozusagen, andicken. Meine Single Coils klingen jetzt wie Humbucker. Single Coil, Marshall. Booster. Es ist verrückt, ne? Und dann kann ich ihn auf Bright stellen. Dann rotzt das Ding ein bisschen mehr. Wow. So, das wäre jetzt ein gutes Beispiel von einem Booster und wie so etwas klingt. Jetzt gehen wir auf Distortion-Pedale ein. Und hier gibt es einige absolute Klassiker. So. Und zwar Distortion Pedals.
Ganz berühmte zum Beispiel ist der DS1 von Boss mal wieder. Dann taucht hier auch der OCD. Für mich ist es mehr ein Overdrive, der OCD, aber taucht hier auch als Distortion auf. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Big Muff. Für mich das Distortion-Pedal der 80er Jahre war das Rat Pedal. Mal gucken, da ist es. Da ist es hier. Ne? Rat. Die Ratte, wie wir sie genannt haben. Und die Ratte hören wir uns jetzt mal an, was die mit einem Marshall-Amp macht. Das kann jetzt nochmal lustig werden. Also, wo ist sie denn? Hier ist es, da ist sie doch. Oh, das rauscht schon ziemlich in der Hütte. Also machen wir das Ganze mal jetzt mittig. Ohne klingt der Marshall so. Und jetzt kommt das Rat Pedal hinzu. Hat man den Sound jetzt zum Beispiel, ich muss noch mal gucken, ob ich den richtigen auch habe. Vermin Procorat. So, und hier, das Interessante an dem Rat Pedal ist die Filterfunktion hier. Einmal. Und wenn ich über die Mitte gehe, dann wird der Sound so richtig dunkel auch. Der Sound ist sehr... Ich wechsle jetzt mal auf eine Humbucker-Gitarre, weil ich glaube, das ist dann ein Tick fetter, das Ganze. Und hierzu nehme ich die PRS Custom 24. Hoppla. So. Und dann hören wir uns das mal an, was hier für ein Sound rauskommt. Ohne. Man muss dem Ding mehr Level geben hier. Und ihr seht schon, die Settings sind ein bisschen anders wie an dem Tube Screamer. Ich brauche mehr Level. Den Filter, also diesen nasalen Filter, der da drauf ist, den habe ich jetzt aufgemacht und dann ohne und das ist ja den Sound, den ich in Erinnerung habe. Ohne mit. Bringt ein bisschen mehr Brummen auch rein, aber das ist halt so. Ne? So hat es damals geklungen. Auch gut zu verwenden hier. Ich habe hier viele Lichter, deswegen streue ich das ein bisschen hier. Wahnsinn! Einen tollen Sound auch erzeugt. Das Rat Distortion Pedal, einer meiner Favorites vor dem Marshall. Und ich weiß, ihr seid jetzt neugierig, kann das Ganze auch vor einem Fender Amp klingen. Und das möchte ich euch auch noch zeigen. Gehen wir nochmal auf den Deluxe und schnappen uns hier dann mal das Rat Pedal, machen die Einstellungen wieder wie gehabt, so, und mal ohne. Ja, so schlecht ist das jetzt nicht. Da kann man einiges Interessantes auch rausholen, soundmäßig vor einem Fender Amp.
Das wäre jetzt nicht mein absoluter Favorit. Ich stehe hier mehr auf dem Tube Screamer. Aber vielleicht kann man dann den ein oder anderen Riff damit doch abfeuern. Ne? Ich würde ihn eher vor den Marshall hängen. So, gehen wir nochmal auf den Marshall und schnappen uns den nächsten richtig geilen Verzerrer. Und zwar nochmal in die Liste reingucken. Das ist dann der bei den Distortions, der Boss. Wo ist er denn? Boss. DS1 Distortion Pedal. These One Mod. Wo ist er? Hier, machen wir erst den Vintage. Oh, da ist hier voll aufgerissen. Dann reißen wir ihn mal ein bisschen runter. Oh, mal gespannt, wie der jetzt klingt. Das ist ein Klassiker und zwar Boss DS1 Distortion Pedal. Alter, zerhackt ist das. Ein Distortion Pedal zerhackt das Signal. Ne? Das bedeutet jetzt, mein Gitarrensignal ist nicht mehr das schöne, saubere Signal, das in den Amp kommt, sondern das Pedal macht den Sound. Auch nicht schlecht. Aber nicht mein Favorite hier, zumindest nicht in der. Nehmen wir mal den modifizierten hier. Da kann man noch mehr einstellen. Weniger Verzerrung. Hier bei Distortion-Pedalen eher weniger Drive. Ja. Okay, der kommt jetzt gut. Das ist ein modifizierter von Keeley. Der hat einen schönen Druck. Ohne. So klingen Distortion-Pedale. Also, was macht das Distortion-Pedal? Es zerhackt dir den Sound und ich stehe mehr auf einen guten Amp und ich arbeite lieber mit dem Overdrive-Effekt als mit dem Distortion-Pedal. So, jetzt auf euren Chat kann ich nicht eingehen. Ich muss hier dabei bleiben. Ne? Ich gehe nachher nochmal drauf ein. So, ihr Lieben, was haben wir jetzt noch? Ich gehe jetzt natürlich nicht. Ich zeige euch jetzt im Schnellverlauf einige dieser Pedale vor dem Marshall, dass ihr da mal einen Überblick bekommt und euch selber entscheiden könnt, was wie klingt. Deranged Master, das ist der Deranged Master. Was ist denn das für ein Teil? Das ist ein Booster, genau. Okay. Sounds great, I like it. Ja? Ohne. Der klingt cool. This one. Wow, was haben wir denn hier? Das hier ist der Paul Cochran Timmy Overdrive. Auch ein aus der letzten Zeit stimmender Overdrive. Wow, klingt der geil. Oh, ist ja cool, ne? Wow, holy shit.
Wolf Drive. Ein bisschen weniger gehen. Der braucht gehen. So, der Wolf Drive hier ist ein Chandler Tube Driver. Ein absoluter Klassiker auch aus den 80ern. Ach, ist der cool. Top Secret Overdrive. Let's have a listen. Was macht denn der hier? Okay, den muss man hier aufmachen. Ohne. Oh, klingt ja auch süß, ne? Also, jetzt gehen wir mal auf einen Fuzz-Effekt. So, was macht das? Das Fuzz wurde in den 70er Jahren durch Hendrix berühmt und manche Sachen kann man ohne einen Fuzz eigentlich, ich gehe mal hier vorne auf den Jumbo Fuzz, ohne den Fuzz, das sind jetzt die Legacy-Effekte von Line 6, das erkennt man jetzt nicht, welches Modell gemodelt wurde, aber das sind die alten aus dem Ursprungs-Pod und aus dem Pod HD 500. Ne? Und der Jumbo Fuzz zum Beispiel, wenn du jetzt spielst, ich wechsle jetzt nochmal die Gitarre auf P90 Pickups, damit ihr den Unterschied hören könnt, wie das mit der Fred King hier klingt. Sehr süße Gitarre mit 3 P90 Tonabnehmern und sehr, sehr süß, sehr knallig und dann mit dem Fuzz. Bisschen weniger Drive. Ja, das muss natürlich immer nach Gehör einstellen. Weniger Drive. Hendrix hat nicht so viel Verzerrung. Mehr hier, mehr hier. Weniger, kann man den gut einstellen, ne? Und dieser Fuzz zum Beispiel, der klingt so cool. Ich guck mal jetzt, was der Jumbo Fuzz für ein Modell ist. Dynamic Models, oh man, ist der süß. In der Liste habe ich leider die alten noch nicht drin. Ich habe nur die neuen. Ne? Aber ich zeige euch gleich einen der aktuellen noch. Ne? Also der gefällt mir besonders gut. Der klingt auch wunderschön hier im Solo-Bereich. Und was macht der Fuzz? Der Fuzz zerhäckselt das Signal schon, bevor es in den Amp reingeht. Ne? Ohne der hat einen so süßen Ton. Könnt es fast für Santana verwenden. Das ist richtig süß. Ja. Also gehen wir jetzt mal hier in die Legacy-Effekte raus, Mono, und schnappen uns den Arbiter Fuzz hier. Und hören mal, wie der klingt, was der macht. Also einfach mal ein Driller hier. Ist der süß. Also der ist so richtig, der zerhäckselt so richtig. Ist der hässlich, ne? Aber ich glaube, so einer klingt richtig geil, wenn ich dem hier den Wah reingebe.
dreckiges Biest. Dieser Arbiter-Fuzz. Ne? Und die Fuzz-Effekte sind dann die Spezialitäten. Ja, Triangle Fuzz. Ne? Mal hören, wie der klingt, was der macht. Der erinnert mich jetzt zum Beispiel an Clapton. Ne? Wenn ich jetzt hier den Ton hochziehe und dann spiele ich das hier. Noch ein bisschen mehr Ton. Ein bisschen weniger Dreck hier unten. Mehr Level. I've been waiting so long. Ohne? Mit. Braucht mehr Level. Ne? Level muss. Man muss immer ausgleichen. Ne? Und das ist von Effekt zu Effekt unterschiedlich. Er ist auch super, super süß. Ja, warum ist es super süß? Weil das hier ist der Big Muff. Also der Electro-Harmonix Big Muff ist das berühmteste Overdrive-Pedal aller Fuzz-Pedal aller Zeiten. Ne? Also, und den suchen wir uns mal hier, dass ich euch den zeige. Fuzz-Face ist natürlich ganz berühmt und so sieht er aus. Sekunde, dass ihr den sehen könnt. Ne? Das ist Electro-Harmonix Big Muff. Ne? Und der ist wahrscheinlich für mich der hier und der hier, der Fuzz-Face, den du vorhin gehört hast, sind so für mich die beiden wichtigsten. Und der hat einen echt süßen Sound hier. Wow. Ich bin sicher, wenn ich den jetzt zum Beispiel hier noch ein bisschen zähme, dann kann ich hier wunderbar süße Sounds rausholen. Ne? Nochmal ohne. Er verändert zwar das Signal, aber er zerhäckselt das nicht. So, das wäre jetzt ein Einblick in die Welt der Overdrive, Distortion, Boost und Fuzz Sounds. So, du hast jetzt über eine Stunde durchgehalten. So, das war jetzt eine Unterrichtsstunde, ihr Lieben, wie du sie sonst hier online nicht bekommst. Mit viel Herz und viel Aufwand. Und ich hoffe, du konntest einiges an Erfahrung mitnehmen. Die Pedale klingen unterschiedlich vor den Verstärkern. Ich könnte natürlich jetzt noch viel mehr Beispiele bringen, wie die Pedals klingen vor dem Fender Amp, vor dem Vox und vor den Marshalls. Das sind die Klassiker. Und vor diesen Amps musst du die Pedale testen. Es bringt wenig, wenn du dir diese dynamischen Effekte vor einen getunten Amp hängst. Mein Tipp ist, teste den Tube Screamer, teste den Big Muff, teste den DS1 Distortion, das Distortion Pedal oder den Kinky Boost. Teste die vor den Klassikern. Wie klingen sie vor einem Blackface oder einem Deluxe Fender Amp oder einem Twin? Wie klingen sie vor dem Plexi Marshall oder vor einem JCM 800? Hammermäßig. Und teste sie vor dem Vox AC30, weil nur so kannst du dein Ohr auch trainieren und schulen in Bezug auf den Klang dieser Pedale. Jetzt gucke ich mal nochmal in den Chat kurz rein und schau mal, was ihr noch geschrieben habt. So. Mario stellt die Frage, gibst du denn Kaufempfehlungen? Ja,
meine Kaufempfehlungen, wenn man sich mit den Einzelpedalen auseinandersetzen möchte. Overdrive, habe ich ja gesagt, sind meine Favorites der Tube Screamer, das Overdrive-Pedal von Boss und der Klon Centaur. Bei den Distortion-Pedalen sind meine Empfehlungen, wenn es ein Klassiker sein soll, das Red Pedal, dann das OCD-Pedal von Fulltone, Obsessive Compulsive Drive, vielleicht noch Boss Metal Zone, wenn es richtig hart sein soll, wenn es ein richtig fetten Distortion sein soll. Und ansonsten einfach das Video angucken. Ich glaube, ihr erkennt ganz klar, welches meine Favoriten waren. Kastenschall spielt ein Zoom-Multi-Effekt und ein Spider 4. Leider kein Helix, kann ich einen breiten Distortion-Sound möglichst vermeiden. Nun, das Zoom-Multi-Effekt ist jetzt nicht von der Qualität her vergleichbar mit so einem High-End-Gerät. Wir reden hier beim Helix von einer Prozessorleistung, die wahrscheinlich 10, 20 Mal über den Zoom hinausgeht. Und das liegt natürlich an dem Zoom. Das ist von der Auflösung her, von der Bit-Auflösung und von der Qualität her einfach viel zu schwach, um auch dann noch vor dem Spider. Teste das mal bitte vor einem Röhrenamp. Du hast hier zwei digitale Geräte, die ineinander arbeiten. Das ist sehr schwer, einen sahnigen Verzerrungssound da rauszuholen. Ja, Erwin schreibt das auch richtig. Ihr helft euch gegenseitig. Na, Tube Screamer. Lohnt sich ein Effektpedal vor einem Modeling Amp? Katana 50. Durchaus kann man ausprobieren. Aber was meinst du, wenn du jetzt mit Effektpedal einen einzelnen Effekt meinst? Dann ja, wenn du jetzt ein Multi-Effekt-Gerät meinst, würde ich eher nicht sagen. Ich würde Effekte eher einschleifen bei so einem Amp wie dem Katana. Das ist ja ein Modeling Amp. Aber durchaus, ich kann mir durchaus vorstellen, dass vor den Amp auch ein Tube Screamer und so etwas gut klingt. Das musst du dann ausprobieren. Das ist eine individuelle Geschichte. Ja, ich war gerade im 7. Himmel. Einige der Sounds haben mich völlig geflasht gerade. Ne? Wenn ich dein Nachbar wäre, würde ich bei dem Song gleich mal an deine Tür hämmern und um Unterricht bitten. Das glaube ich dir. Wie bekommt man den richtigen Slide hin? Es ist ich mache jetzt diese Fragen bitte, meine Bitte immer im Chat. Von den Fragen her, wenn ich so etwas mache, dann will ich Fragen zum Thema und nicht zum Gitarre spielen. Die Fragen beantworte ich entweder in Frag Horst, das ist meistens dienstags, oder in spezifischen Themen. Okay? Aber um jetzt darauf einzugehen, mit einem richtigen Slide hin, dann fast mal ein paar welche denken, wie viel Gain das ist, das dauert mir jetzt zu lange. Lieber Frank, die L26LT als Gitarrenamps mache ich jetzt auch nicht, keine Beratung mehr. So, das sollte es gewesen sein. Was hältst du vom Helix Native VST über gute Boxen? Wunderbar, hervorragend. Ich meine, du hast, wenn du die VST-Software, das Plugin verwendest, gute Monitore dir hier zulegst im 400-500 Euro Bereich, dann hast du den gleichen Sound, den du gerade gehört hast. Das ist meine Gitarre, lieber Tommy, und der Sebastian hat die nur gespielt, weil er mit dem Fahrrad herfährt und dann die Gitarre nicht auf dem Rücken hatte. Das ist eine meiner aktuellen Gitarren. Ich bin jetzt gerade auf einer Vervollständigung meiner Sammlung. Das ist ein Einzelstück, gebaut von Trevor Wilkinson. Ihr findet das Video, wo ich die Gitarre spiele, auf meinem Kanal, und zwar 2012. Und ich habe lange gesucht, bis ich sie gefunden habe. Das ist eine handgefertigte von Trevor Wilkinson und Patrick Eggle in England mit wunderbar klingend. Ich mache hier mal ein Video zu dieser Gitarre noch. Okay? Das war's von meiner Seite, ihr Lieben. Ich habe mich sehr gefreut, euch das zeigen zu können. Ich freue mich, wenn du dieses Video auch dann, wenn es online ist, in der Besprechungsbox unten kommentierst. Die Kommentare, wenn die Videos online sind, sind extrem wichtig für das Lernen, weil die Leute gehen nicht mehr in den Chat hinein und gucken sich an, was ihr geschrieben habt, sondern wenn du jetzt Fragen und Ideen hast zu so einem Video und Input bekommen hast, dann tausch dich mit den anderen
unter der Kommentarbox aus. Diese Videos bleiben wahrscheinlich Jahrzehnte online, wie man hofft, wenn es YouTube in 100 Jahren noch gibt. Naja, dann bin ich schon lange nicht mehr da. Das sollte es von meiner Seite her gewesen sein. Ich freue mich sehr, dich in meinem nächsten Live-Video begrüßen zu dürfen. Nächste Woche haben wir ein Nikolaus-Special mit der Friederike, mit dem Thomas und mit Sebastian, und wir werden einen Blues-Klassiker spielen und viel Freude haben. Ich lade euch jetzt schon herzlich ein. Das war's von meiner Seite. Wenn dir meine Arbeit gefällt, du weißt ja, ne? Daumen hoch und geh auf meine Patreon-Seite und mach mit bei den Unterstützern. Das war's. Ciao, und jetzt raus aus meinem Haus und ran an deine Gitarre und üb gefälligst. Bye, bye. Ciao. Bitte hier, ne, die Glocke und abonnieren, falls du noch nicht abonniert hast. Ich freue mich sehr, okay? Und Daumen hoch und bitte teilen meine Videos, damit auch andere viel lernen können. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns im nächsten Live-Video. Bye.